Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video dreht es sich um das richtige Zählen beim Blockflöte-Spielen und ich zeige euch ein einfaches Beispiel, das stellvertretend für viele Situationen ist, die euch passieren können beim Falschzählen. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ihr kennt das sicher, ihr spielt ein Stück und merkt, der Rhythmus stimmt nicht, ich zähle irgendwie falsch, aber ihr wisst nicht genau, woran es liegt. Und ihr tappt da so ein bisschen im Dunkeln. Als Beispiel für eine Stelle aus einem Musikstück, wo das Zählen in die Hose gehen kann, habe ich mal ein kleines Stückchen aus einer Sonate von Johann Christoph Pepusch gewählt. Und meine Schülerin Simone hat wieder mitgeholfen, dieses Video zu machen. Sie spielt ein kleines Stückchen daraus und wir zeigen euch mal, was schiefgehen könnte beim Zählen. Das ist der Satz aus dieser zweiten Sonate von Pepusch aus meiner Ausgabe hier, die ich euch unten auch in der Infobox verlinke. Und daraus haben wir die ersten 2 Takte mal genommen. Die bergen schon einige Gefahren für die Zählerei. Simone hat das jetzt natürlich absichtlich erstmal falsch gezählt gespielt und das klang dann so. Auch falls ihr jetzt wisst, wie man es eigentlich spielen müsste und denkt, naja, ich weiß doch, wie es geht, ist es aber trotzdem eine gute Idee, mal zu erforschen, was genau da schief ging und wieso das schief gehen kann, denn das kann an vielen anderen Stellen auf eine ähnliche Art passieren. Falls ihr jetzt in der Praxis diese Stelle auch falsch spielen würdet, ihr würdet merken, es stimmt nicht, aber ihr wüsstet nicht, woran es liegt oder wie ihr es besser machen könnt, dann ist wichtig, dass ihr erstmal wisst, wo eure Zählzeiten sind, das heißt, wo eure Schläge im Takt sich befinden. Und dazu müsst ihr natürlich im ersten Schritt wissen, in welcher Taktart ihr euch befindet. In unserem Beispiel hier haben wir vorne das C hinterm Notenschlüssel stehen, was eigentlich gar kein C ist, sondern ursprünglich ein Kreis, der offen ist. Und das deutet hin auf einen Vierertakt und tatsächlich sind es hier 4 Viertel in einem Takt. Wenn ihr das wisst oder rausbekommen habt, dann könnt ihr mal eintragen, wo dann die Zählzeiten in diesem ersten und zweiten Takt sich befinden. Und das würde dann zum Beispiel so aussehen. Ich habe das jetzt mal mit Strichen markiert. Ja, und wenn ihr dann mal schaut, ihr habt hier punktierte Viertelnoten drin, gleich zu Anfang ist eine. Die hat, wie ihr sehr wahrscheinlich wisst, 1,5 Schläge. Und ihr habt aber im zweiten Takt auch eine punktierte Note, eine Achtelnote, und die hat ja auch 1,5 Achtelschläge. Ihr müsst euch also klar machen, wo sich diese beiden Rhythmen im Verhältnis zu euren Zählzeiten befinden. Und da seht ihr eben, dass die allererste Note länger dauern muss, als Simone das gedacht hatte. Man muss also sozusagen den zweiten Schlag abwarten und dann erst weiterspielen. Und dann klingt der erste Takt so. Und jetzt im Vergleich dazu nochmal die falsche Version, wo die Punktierung zu schnell war, nämlich eigentlich gedacht war wie eine punktierte Achtel, so wie es im zweiten Takt kommt. Das lassen wir auch noch gleich hören. Aber erstmal der Anfang, wenn der zu schnell gezählt wäre. Ja, und wie schon erwähnt, im zweiten Takt habt ihr dann punktierte Achtelnoten. Und da kann das Umgekehrte passieren, nämlich dass ihr eine punktierte seht und denkt, aha, 1,5 Schläge, und dann würdet ihr die quasi wie punktierte Viertel spielen. Das hat Simone auch mal absichtlich falsch gespielt und das klang dann so.
Und jetzt so, dass man diese punktierte Achtel mit der kleinen Sechzehntel hinten dran auf einen Schlag unterbringen kann und dann stimmt auch der zweite Takt. Insgesamt haben wir dann die ersten beiden Takte rhythmisch richtig und das klingt dann so. Jetzt wäre es aber auch noch einfacher gegangen, indem ihr einen Blick geworfen hättet in die Partitur bzw. auf die Bassstimme. Die Stimme, die ich jetzt hier mit der Bassblockflöte mitspiele, aber die auch zum Beispiel das Cembalo dazu spielen würde oder Klavier, wenn ihr das mit Klavier macht oder Orgel. Und da könnt ihr nämlich sehen, dass der Bass in Achteln verläuft. Das hätte Simone auch schon eine Warnung sein müssen am Anfang, dass sie erstmal 3 Achtel in der Bassstimme abwarten muss, bevor sie ihre zweite Note spielen kann. Denn die erste Note, die sie zu spielen hat in diesem Stück, die ist natürlich so lang wie die ersten 3 Noten des Basses, wie 3 Achtel. Es ist also immer ganz nützlich und eigentlich auch wichtig, dass ihr auch die Continuo-Stimme euch anschaut von so einer Sonate und nicht nur eure Flötenstimme, denn daran könnt ihr ganz oft auch den Rhythmus festmachen bzw. daran anpassen. Schaut doch mal in den Stücken, die ihr so spielt aus dem Hochbarock, ob sich vergleichbare Stellen finden. Es ist jetzt natürlich nur ein kleines Beispiel gewesen von einer rhythmischen Verwirrung, sage ich mal. Es gibt noch 1000 andere, wahrscheinlich mache ich auch noch 1000 Videos dazu. Aber ich denke, das ist eine Sache, die typisch ist und die häufig vorkommt in so hochbarocken Stücken. Und ich hoffe, das hilft euch vielleicht für eure schwierigen Rhythmen etwas weiter. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!